Hallo, ich habe einen Hack für dich, wie du beim Augenbrauenfärben so richtig viel Geld sparst, und zwar 90% eingespart. Und in der heutigen Situation ist Sparen besonders wichtig. Wie viel Augenbrauenfärben eigentlich kostet, was du bei den verschiedenen Herstellern dafür ausgibst und bei welchem du am allergünstigsten bist, das erfährst du in dem Video. Viel Spaß dabei. Kleiner Disclaimer, du hast es wahrscheinlich schon gesehen. In allen meinen Videos steht oben links das Wort Werbevideo. Das schreibe ich deshalb ins Video, weil ich Marken und Produkte namentlich nenne und zeige und das dann ja auch Werbung ist. Meine Videos machen einfach keinen Sinn, wenn ich euch zu den Tutorials keine Produkte zeige. Alles, was ich sage, ist dennoch meine eigene Meinung, habe ich mir selber überlegt und entspricht 100% meiner Meinung und die ist nicht gekauft. Hallo, ich bin die Sophie, willkommen bei SoHalt. Abonniere gleich meinen Kanal, wenn dich Beauty- und Lifestyle-Themen interessieren. Dieser Trick, den ich dir in dem Video zeige, beeinträchtigt dein Ergebnis von der Augenbrauenfärbung in keinster Weise. Das Ergebnis wird genauso schön aussehen, aber es wird 90% günstiger sein. Sie werden genauso schön sein, wenn nicht sogar schöner, und es wird genauso lang halten, wenn nicht sogar länger. Und ich erzähle dir auch im Laufe des Videos, warum das so ist. Das Augenbrauenfärben geht mit der Methode sogar noch einfacher. Auch da erzähle ich dir, warum das so ist. Und du bekommst jetzt alles durchgerechnet und dann das Tutorial. Zum Augenbrauenfärben gibt es allerlei verschiedene Produkte. Und auch ich habe auf diesem Kanal, habe ich dir schon viele verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Ich verlinke dir mal meine bisherigen Augenbrauenfärbe-Tutorials hier oben. Jedes einzelne Tutorial ist immer noch gut. Du kannst dir jedes einzelne Video anschauen zu den verschiedenen Produkten. Das funktioniert ja teilweise ein bisschen anders und man muss auf andere Dinge achten. Ich finde diese Produkte auch nach wie vor gut, aber ich habe jetzt eben eine neue Methode gefunden, die noch günstiger ist. Und dazu habe ich das Augenbrauenfärben einmal durchgerechnet. Und zuerst einmal gibt es von Beautylash das Full Brow Effekt Färbeset. Das gibt es in der Drogerie, beim DM, glaube ich. Und hier hast du 3,5 Milliliter Gel und 3,5 Developer, also Entwickler drinnen. 7 Milliliter insgesamt und das reicht für circa 8 Anwendungen. Du musst die beiden Flüssigkeiten miteinander vermischen, was relativ einfach geht. Und das kostet dich dann, also das kostet das Paket 8 Euro ungefähr und dann kostet dich eine Anwendung 1 Euro. Im Vergleich zum Färben beim Friseur oder im Beauty-Salon ist das natürlich absolut günstig, gar keine Frage. Aber das hier ist das teuerste von allen Produkten, die ich dir jetzt vorstelle, was schon echt verrückt ist. Das meint man gar nicht. Ich mag das Ergebnis damit sehr, sehr gerne. Mein Tutorial dazu findest du hier. Ich habe die Farbe dunkelbraun, ja, obwohl ich blond bin, aber wenn du es kürzer einwirken lässt, wird es nicht ganz so dunkel. Aber da muss man sich echt stressen, also länger als 30 Sekunden darf es bei mir nicht drauf sein, weil sonst wird es zu dunkel aussehen. Das zweite Produkt in der Liste, also die sind jetzt nach Preis gestaffelt und sortiert, es wird jetzt immer günstiger. Das zweite ist von Syoss. Das gibt es auch beim DM in verschiedenen Farben. Da sind 17 Milliliter insgesamt drin, 10 Farbe und 7 Entwickler. Ich habe hier einen Spickzettel, falls du dich wunderst, wo ich hinschaue. Reicht dann für 10 Anwendungen und kostet auch 8 Euro. Also du kriegst schon mal 2 Anwendungen mehr raus. Es ist ja auch insgesamt mehr Flüssigkeit enthalten. Dann kostet eine Anwendung ca. 80 Cent. Ich habe das von Syoss noch überhaupt nie ausprobiert, habe damit keinerlei Erfahrung, kann dazu nichts sagen. Wenn ihr dazu Erfahrung habt, teilt es mal in den Kommentaren, damit jeder da ein bisschen einen Erfahrungsbericht erhalten kann. Das dritte ist Reflecto-Seal. Das habe ich schon lange und benutze es super gerne. Es hat allerdings auch seine Nachteile. Für die Wimpern ist es das Allerbeste, was man nehmen kann, meiner Meinung nach. Dazu auch ein Tutorial hier zu finden. Hier muss man eben die getrennt kaufen, also die gibt es selten im Set, manchmal gibt es das, manchmal nicht. Da habe ich die Farbe 3.1 für die Augenbrauen, das ist so ein Lichtbraun. Nimm dazu den cremigen Entwickler, weil der flüssige wäre zu flüssig für die Wimpern und ich wollte nicht 2 verschiedene Entwickler kaufen, deswegen der eine tut es für Wimpern und Augenbrauen genauso gut. Hier in dem Entwickler sind 100 Milliliter drin, also deutlich mehr. Und in dem hier 15 Milliliter. Hier ist jetzt ein bisschen schwierig, das auszurechnen, für wie viele Anwendungen es reicht. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, also ich habe es schon ewig. Gefunden habe ich für ungefähr 20 Anwendungen, wobei der Entwickler ja viel länger reicht als das, weil man die immer 1:1 mischt. Also da ist ja fast 10-mal so viel drin. Das heißt, bei 20 Anwendungen, das Ganze zusammen kostet
wo habe ich stehen, roundabout 10 bis 12, ungefähr 20 Euro, dann kostet dich eine Anwendung 65 Cent ungefähr ausgerechnet. Also es ist aber günstiger, dadurch, weil man den Entwickler öfters verwenden kann. Was mich daran stört, ist, das Verrühren dauert sehr lange von Farbe und Entwickler. Also da muss man sehr, sehr lange rühren, bis es sich komplett homogen vermischt hat. Und das nervt ein bisschen. Und mittlerweile finde ich auch dieses Lichtbraun bei mir etwas zu hell. Gerade wenn ich ein bisschen gebräunt bin, würde ich lieber was Dunkleres nehmen. Die Gesichtspflege, die ich heute trage, ist, also die Pflegebasis für unter das Make-up ist von Beauty Mates, und zwar das Anti-Aging Booster Duo. Und man kann auch Geld sparen bei seiner Antifaltenpflege. Ja, kann man durchaus, wenn man die richtigen Produkte nimmt, die sehr hoch konzentriert sind und hochwirksam. Dann brauchst du weniger für denselben Effekt. Und das sind die Booster von Beauty Mates wirklich definitiv. Ich schwöre es euch, der Effekt ist toll und die Wirksamkeit ist wirklich großartig. Das nächste Set in der Liste nach abfallendem Preis ist von Swiss Opar. Das habe ich jetzt auch nicht hier, weil ich es gar nicht mehr kaufe. Sage ich gleich was dazu. Aber erstmal zum Inhalt. Da sind 15 Milliliter Farbe und 15 von Entwickler drin. Das heißt insgesamt 30 Milliliter Inhalt für ungefähr 7 Euro. Und da gehen 20 Anwendungen raus, laut Herstellerangabe. Und dann kostet eine Anwendung 35 Cent. Ich hatte vor Jahren, vor vielen, vielen Jahren mal Swiss Opar und war damit äußerst unzufrieden. Es hat tierisch gebrannt auf den Wimpern. Das war halt auch sehr flüssig, ist dann schnell reingelaufen ins Auge. Und bei den Augenbrauen war es ein sehr starker Rotstich. Ich habe es dann nie wieder gekauft und ausprobiert, weil es andere Produkte gab, zum Beispiel von Beauty Lash, die einfach besser waren. Für mich. Wenn ihr Erfahrungen mit Swiss Opar habt, schreibt es mal in die Kommentare. Auch das würde mich und die anderen interessieren. So, jetzt kann man ja sagen, 35 Cent pro Anwendung ist schon extrem günstig. Aber das, was jetzt kommt, kostet nicht mal 10 Cent pro Anwendung. Das ist nochmal 3-mal günstiger, also mehr als 3-mal günstiger. Und das ist ein Produkt, das eigentlich für die Männer gemacht ist. Und zwar Bartfärbefarbe, Bartkoloration. Bartkoloration funktioniert ebenso auf den Augenbrauen. Das sind auch Haare im Gesicht, ob man die Farbe auf der Wange aufträgt oder auf den Augenbrauen, das macht keinen Unterschied. Und das Ergebnis ist einfach toll. Ihr seht es gleich im Tutorial, weil das werde ich euch zeigen, wie es geht. Super easy, viel einfacher als die anderen Produkte, weil ich muss nicht so extrem auf die Zeit achten. Also 5 bis 8 Minuten ist völlig in Ordnung bei mir. Ich muss nicht ewig rühren, sondern es verrührt sich innerhalb von nicht mal 20 Sekunden, ist es homogen vermischt und lässt sich super easy auftragen. Ich denke auch, dass sie bei den Männer haben ja noch viel weniger Geduld als wir, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, es easier zu gestalten. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob sie sich denken, hier müssen wir besonders ein gutes Produkt entwerfen. Und der Preis ist unschlagbar. Jetzt pass mal auf. Da sind 15 Milliliter Farbe und 15 Milliliter Entwickler drinnen, also 30 Milliliter insgesamt. Das Ganze kostet 5 Euro in der Online-Drogerie. Ich habe es in meiner Drogerie für 3,50 Euro gekauft, das Paket. Und bei Amazon habe ich jetzt gerade geschaut, das ist der Wahnsinn. Da kriegt man 3 Pakete für 5 Euro. Das ist ja der Wahnsinn. Mit dem Preis, wenn es 5 Euro kostet, kostet dich eine Anwendung 25 Cent. Und wenn du das Superschnäppchen von Amazon ergatterst, 3 Pakete für 5 Euro, dann kostet dich eine Anwendung 0,09 Euro. Also 9 Cent. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Und jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und möchte euch jetzt zeigen, wie ich das anwende und wie dann das Ergebnis aussieht. Und hier hat man 2 Tuben drin. Einmal die Farblotion 1 und die Entwicklerlotion. Die gibt man in der Menge 1:1, also selbe Menge, einfach entweder hier rein direkt oder ich nehme dafür immer eine Plastiktüte, die ich dann wegschmeißen kann. Dann ist es einfach hygienischer, als wenn ich das immer auswaschen muss. Hier ist ja noch dieser Kamm dabei für den Bart, habe ich noch nie benutzt, habe ich jetzt aber erstmal derweil aufgehoben und die Anleitung. Aber es ist wirklich sehr easy, vermischt sich 1000-mal schneller und einfacher als das von Reflecto-Seal mit diesem Entwickler. Da muss man sehr lange rühren und das nervt mich dann auch teilweise ein bisschen.
Dann gebe ich mir die Augenbrauenfärbefarbe auf, und zwar mit einem ganz festen Pinsel, so einen Augenbrauenpinsel, habe ich dir jetzt auch mal unten verlinkt. Und zwar male ich erstmal die Kontur nach und danach male ich innen drin die Augenbraue aus, sodass alle Härchen erwischt werden. Die Haut wird ganz bisschen mitgefärbt, nicht zu arg viel, deshalb schaue ich aber auch, dass die Kontur schön und richtig ist. Wenn ich mal gebatzt habe, dann kann ich das mit einem Q-Tip auch wieder schön entfernen. Und ganz vorne an der Augenbraue gehe ich nur mit dem Rest, was ich auf dem Pinsel habe. Nach 10 Minuten Einwirkzeit nehme ich alles mit einem feuchten Wattepad ab und schon ist es fertig. Du siehst hier den Vergleich vorher-nachher. Und die zweite Augenbraue mache ich auf dieselbe Art und Weise. Erst die Kontur nachmalen, dann das Innere ausmalen und mit dem Rest der Farbe nur vorne entlang gehen. Denn ich finde es immer schöner, wenn die Augenbraue vorne heller ist als hinten. Das sieht natürlicher aus, weil da wächst sie ja auch nicht so dicht. Auch da wieder die Einwirkzeit 10 Minuten. Man kann die Augenbrauen auch gleichzeitig färben. Ich habe das jetzt nur für das Video, für einen Vorher-Nachher-Effekt nach der Reihe gemacht. Jetzt siehst du hier, wie sie nachher aussehen. Ich finde, der Unterschied ist schon toll. Gefärbte Augenbrauen machen einfach viel mehr Ausdruck ins Gesicht. Und um das Ganze jetzt noch zu verschönern und mehr Kontur und Struktur zu geben, schminke ich sie jetzt noch. Da nehme ich jetzt erstmal Concealer und male oben und unten die Augenbraue nach, also unterhalb der Augenbraue, dass das einfach schön gesättet ist und meine Rötungen verschwinden, und nehme dann ein Augenbrauengel, verlinke ich dir auch gerne, um einfach die ganze Augenbraue dichter erscheinen zu lassen. Das ist das fertige Ergebnis, das du hier siehst. Ich liebe mein Ergebnis mit dem Bart-Kolorationsset auf den Augenbrauen. Es färbt halt auch graue Härchen ein, und Ü30 hat man auch in den Augenbrauen hin und wieder mal eins, das ein bisschen heller zwischendurch ist. Ob das jetzt einfach hellblond ist oder so, kann ich nicht sagen. Aber die ganz hellblonden, da tun sich andere Färbesets dann schon manchmal schwer. Also ich bin begeistert. Wie findest du dann das Ergebnis? Schreib mir das auch mal. Und wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, sag auch Bescheid. Alle Fragen beantworte ich gerne, schreib mir auch die in die Kommentare. Ich trage heute auf dem Gesicht eben erstmal diese Pflegekombination. Also hier brauchst du für diesen tollen Anti-Falten-Effekt 2 bis 3 Mal die Woche nur 1 Tropfen von jedem Booster. Das ist wirklich toll. Und die verwende ich zusammen mit meiner Hyaluroncreme. Da mische ich die rein. Kann man in jede beliebige Tagescreme auch reinmischen. 1 Tropfen von jedem. Und das ist der Peptide Lifting Booster und der Falten Control Booster. Und das sind beide wahre Wunderbooster. Der Peptide Lifting Booster, der strafft die Gesichtshaut, und zwar auch mit Soforteffekt und mit Langzeitwirkung. Hier ist ein glättendes Polymer auf Hirsebasis enthalten, strafft das Hautbild. Ideallift verbessert die Widerstandskraft der Haut. Und der Mikro-Lifting-Effekt strafft die ganze Gesichtskontur dauerhaft. Und so ein Booster reicht für ca. 120 Anwendungen, was echt viel ist. Und also somit fast ein Jahr. Auch der Falten Control Booster reicht für 120 Anwendungen circa. Gatoline Expression bekämpft Mimikfältchen, kleine Fältchen um die Augen und um den Mund herum, und zwar auch mit Soforteffekt. Und wenn du es regelmäßig anwendest, dann mit Langzeitwirkung. Dann ist hier noch ein effizientes und effektives Botenpeptid mit drinnen, das die Reparaturprozesse der Haut verbessert und ankurbelt und die Elastizität und Spannkraft der Haut somit eben verbessert. So werden Falten bekämpft. Hineingemischt in deine Tagespflege oder in die Hyaluronpflege auch von Beautymates hast du die perfekte Pflege und sparst Geld dabei, weil du so wenig davon brauchst. Und um noch mehr Geld zu sparen, habe ich noch einen Rabattcode für dich, und zwar mit Sophie30 bekommst du 30% Rabatt auf alles bei Beautymates, egal was du bestellen willst, und die Links findest du unten in der Infobox. Und dann von Lancôme, mein liebstes Flüssig-Make-up, verlinke ich dir auch. Und auf den Lippen, das möchte ich dir noch zeigen, weil mir das so gut gefällt, habe ich wieder neu für mich entdeckt, von Adecco, der Hydra Lip Booster mit Hyaluron. Und der pusht so schön die Lippen auf, und das ist ein ganz sanfter Lipgloss, der nicht so arg klebrig ist und total natürlich aussieht, aber gleichzeitig die Lippen voller wirken lässt. In so einem ganz natürlichen Nude-Ton,
Da verlinke ich dir jetzt auch noch Videos, meine letzten Videos, die dich interessieren könnten. Schau da rein. Und alle Produkte, die ich erwähnt, gezeigt habe und so, habe ich dir als Service rausgesucht und alles schön in der Infobox übersichtlich zusammengeschrieben, dass du es nicht so schwer hast, dir alles rauszupicken. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann. Ciao.